Hallo und herzlich willkommen. Kichererbsen einzukochen ist zum Teil eine echte Herausforderung. Und ich zeige euch in diesem Video eine komplett neue Art, wie man das machen kann, die, wie ich finde, sehr einfach ist und trotzdem auch sehr sicher. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Das Thema mit den Kichererbsen beschäftigt mich schon, seit ich als Frage- und Antwortinstanz fürs Einkochen zur Verfügung stehe. Denn es gibt unheimlich viele Leute, die Fragen mit Bezug darauf haben. Die machen das dann so, wie es im Internet auch beschrieben wird, und trotzdem wird das Zeug schlecht. In meinen schlechten Tagen sage ich dann manchmal, mein Gott, dann nehmt euch doch eure Kichererbsen und kauft die bei Aldi. Da gibt es die nämlich in Bio-Qualität ganz einfach in der Dose. Aber das ist natürlich nicht die Lösung, wenn man sowas selbst einkochen möchte. Kommen wir erstmal auf den Punkt, warum man überhaupt Kichererbsen einkochen sollte oder den Wunsch dazu hat, das zu machen. Denn Kichererbsen sind im trockenen Zustand ja wunderbar haltbar. Das heißt, vom Haltbarkeitsaspekt her würde man das vielleicht gar nicht brauchen. Aber wenn man jetzt Kichererbsen essen möchte und man sagt, ach Mensch, ich hätte gerne mal ein paar Kichererbsen, dann dauert das so lange, dass einem dabei der Wunsch schon vergeht. Deswegen verstehe ich, dass Leute die Kichererbsen gerne gebrauchsfertig sofort zur Hand haben möchten. Schauen wir uns erstmal an, warum das Einkochen von Kichererbsen so problematisch ist. Es gibt ganz orthodoxe Rezepte im Internet, denen man folgen kann, in denen man die Kichererbsen einfach über Nacht einweicht, sie dann kocht und sie dann ganz normal bei 2 Stunden 100 Grad einkocht. Trotzdem kommen dann immer wieder Leute und sagen, Mensch, die Dinger sind mir trotzdem gegoren. Die sind schlecht geworden. Und wenn man die Kichererbsen in ganze Fertiggerichte reintut und die einkocht, passiert das noch eher. Warum ist das so? Die Kichererbse ist ein wirklich tolles Lebensmittel, denn sie beinhaltet ganz viel Protein bzw. Eiweiß und auch Stärke. Damit ist sie als Lebensmittel sehr wertvoll, weil sie macht satt und gibt einem auch noch das Protein, was man braucht. Fürs Einkochen bedeutet das aber Probleme. Natürlich ist sie nicht säurehaltig, was bedeutet, wir haben sowieso lange Einkochzeiten. Jetzt haben wir aber noch das Thema, dass in der Kichererbse genau diese 2 Dinge, die sich manchmal problematisch verhalten, vereint sind. Denn wir haben Stärke, wir haben Protein, ein bisschen Fett hat sie auch noch und damit natürlich eine ideale Grundlage, um in sich aufeinander zu reagieren, denn wir haben Enzyme, die auch chemische Reaktionen einfach in Gang setzen können. Bei manchen klappt das ganz wunderbar mit dem Einkochen, da geht es ganz super, und dann gibt es Leute oder auch mal Ausfälle bei Leuten, bei denen es super geklappt hat, wo es plötzlich dann nicht mehr klappt. Wir haben also jetzt im Internet Leute, die sagen, überhaupt kein Problem, machen wir ganz normal mit anständigen Einkochzeiten, und dann gibt es zum Beispiel Weg, die ganz klar sagen, sie empfehlen das Einkochen von Kichererbsen nicht. Einmal, weil es immer wieder ärgernisanfällig ist, aber auch wegen des Themas des Botulismus. Denn da brauchen wir wirklich ganz lange Einkochzeiten, um wirklich sicher zu gehen, dass da nichts passiert, oder eben sehr hohe Einkochtemperaturen, damit wir dem wirklich sicher aus dem Weg gehen können. Ich habe mir jetzt eine neue Methode ausgedacht, bei der wir auch mit haushaltsüblichen Mitteln eigentlich alle Probleme, die wir bei Kichererbsen haben, überspringen. Es gibt da nämlich 2 Themen, die wir haben. Einmal, wenn wir die Kichererbsen normal einkochen, machen wir es ja, wie sich das gehört. Das heißt, wir weichen die Kichererbsen ein, dann kochen wir die Kichererbsen meistens eine halbe Stunde bis 3/4 Stunde, damit die weich sind, und dann kochen wir sie für 2 Stunden bei 100 Grad ein. Das erste Thema, was wir haben, ist, dass bei dieser Art, das zu machen, die Enzyme, die in der Kichererbse sind, die Möglichkeit haben, chemische Reaktionen anzustoßen. Denn wir wissen ja, Enzyme sind ab ungefähr 80 Grad unschädlich gemacht. Wir haben aber das Thema, dass wenn diese 80 Grad langsam erreicht werden, was wir ja bei einem normalen Kochprozess haben, dann können die Enzyme, solange sie noch aktiv sind, natürlich diese ganzen Prozesse in Gang setzen, und dann bei 80 Grad sind sie vorbei. Aber trotzdem wurden
diese Prozesse in Gang gesetzt und verursachen nach hinten raus, dass uns die Konserve trotzdem schlecht wird nach 6 bis 8 Wochen. Die Industrie geht dem aus dem Weg, indem sie einfach sehr schnell, sehr hoch erhitzt, weil damit erschlägt sie eigentlich beide Probleme. Einmal das Problem der Enzymreaktion während des zu langsamen Erhitzens, indem sie schnell erhitzen. Und das Zweite ist, sie erhitzen gleich auf eine sehr hohe Temperatur, damit wir natürlich das Botulismus-Thema so auch relativ schnell loswerden. Die Methode, die ich jetzt entwickelt habe, habe ich ein bisschen wissenschaftlich entwickelt mit meinen begrenzten Mitteln. Ihr werdet also mit dem, was ich euch jetzt zeige, mal sehen, dass ich dann Temperaturfühler einsetze und ich sage auch jetzt gleich, ich habe die Sachen prüfen lassen am Konservierungsinstitut, ob sie wirklich stabil sind. Diese ganzen Prüfberichte und Temperaturkurven, die werde ich euch am Ende des Videos zeigen, sodass die das interessiert, sich angucken können und alle anderen können halt vorher abschalten und kriegen trotzdem eine gute Art, Kichererbsen haltbar zu machen. Wir brauchen für diese Methode einen Schnellkochtopf, denn der gibt uns eine schnelle Erhitzung und eine sehr hohe Erhitzung. Wir beginnen ganz normal, wie man Kichererbsen macht, denn wir weichen sie erstmal ein. Gesagt wird meistens 12 bis 24 Stunden in Wasser einweichen und das Einweichwasser dann wegkippen. Das ist ganz wichtig, damit die Kichererbsen bekömmlicher werden. Nach der Einweichzeit werden die Kichererbsen gründlichst abgespült. Und ab hier trennen sich jetzt die Wege zwischen dem normalen Einkochen der Kichererbsen und meiner Art, die Kichererbsen einzukochen. Denn normalerweise würde man die Kichererbsen jetzt ganz normal in einem Wassertopf kochen, sie dann ins Glas füllen und dann für 2 Stunden einkochen. Das, was wir jetzt machen, ist, wir kochen die Kichererbsen tatsächlich sofort im Schnellkochtopf. Durch die hohen Temperaturen müssten dann damit auch alle Mikroorganismen und Sporen beseitigt sein, die nach hinten hin diese Art von Sicherheitsproblemen verursachen. Das ist eigentlich auch eine Antwort auf die Frage, gilt die Kochzeit als Einkochzeit? Grundlegend natürlich, denn den Mikroorganismen ist das doch völlig egal, wo sie auf bestimmte Temperaturen erhitzt werden, ob nun im Glas oder direkt im Topf, denn die reagieren ja nur auf die Dauer und Höhe der Temperatur. Wir werden das jetzt aber noch auf laienhafte, wissenschaftliche Art zudem belegen. Wir tun also die eingeweichten Kichererbsen in den Schnellkochtopf. Wir bedecken sie mit Wasser und wir tun etwas Salz dazu. Da muss ich gleich noch etwas anmerken, denn das Clostridium botulinum mag kein Salz. Das heißt, selbst wenn wir nur ein bisschen Salz tun oder ein bisschen mehr Salz reintun, ist das immer etwas, was die Keimlage sofort etwas reduziert. Das heißt also, Salz ist in dem Falle gar nicht so schlecht. Ich habe zusätzlich noch meinen Datenlogger in den Topf mit reingetan, um hinterher sehen zu können, wie die Temperaturkurve im Topf verlief, während die Kichererbsen kochen. Dazu gleich eine Anmerkung. Nein, so einen Datenlogger solltet ihr euch nicht anschaffen. Die Dinger kosten so zwischen 600 und 1300 Euro und das würde ich euch nicht empfehlen. Das ist wirklich echt nicht notwendig. Der Topf wird verschlossen und dann auf Stufe 2 erhitzt. Hier habe ich was zu sagen, denn per den deutschen Regeln des Einkochens oder Kochens im Schnellkochtopf brauchen wir 30 Minuten, um genügend Temperatur zu erreichen, 30 Minuten bei Stufe 2, damit wir eine sichere Konserve produzieren. Ich habe jetzt keine Gläser mit drin, aber die Temperatur ist ja dieselbe. Auf amerikanische Art werden die Gläser tatsächlich 75 bis 90 Minuten eingekocht. Ich habe mich jetzt entschieden, tatsächlich nur 30 Minuten zu machen, denn ich hoffe, dass mir mein Datenlogger die Ergebnisse gibt, ob das ausreicht oder nicht. Ich finde 75 bis 90 Minuten echt etwas erschlagend. Die Einkochzeit startet in dem Moment, wo die Stufe 2 erreicht ist. Die 30 Minuten sind um und jetzt haben wir einen weiteren Vorteil, den wir nicht hätten, wenn wir das mit den Gläsern gemacht hätten. Wenn wir Gläser im Topf haben, dürfen wir den Topf nicht schnell abkühlen. Hier haben wir ja nur die Kichererbsen drin. Das heißt, 30 Minuten sind um, wir können den Topf vom Herd ziehen und können dann theoretisch sogar, wenn wir es eilig haben oder wir schnellere Abkühlung wollen, den Topf etwas schneller abkühlen lassen, indem wir einfach den Dampf leicht ablassen.
geht mit den Gläsern nicht, die platzen. Der nächste Schritt ist, die Kichererbsen ins Glas zu füllen. Und dann werden wir die Gläser nochmal einkochen. Warum? Wir haben die Kichererbsen jetzt tatsächlich steril gekriegt. Im besten Fall. Das werden wir dann am Ende sehen, ob wir das tatsächlich hingekriegt haben. Aber im besten Fall haben wir die Kichererbsen jetzt sterilisiert. Jetzt füllen wir sie ins Glas. Und dann müssen wir ja, wie ihr das ja auch schon vielleicht aus früheren Videos kennt, nochmal den ganzen Inhalt bis zum Kopf auf 80 Grad erhitzen, damit alle Mikroorganismen, die jetzt über die Luft während des Abfüllens in das Glas gekommen sind, auch unschädlich gemacht werden. Ich werde dafür die normale Einkochzeit, wie Weck sie auch empfiehlt, übernehmen, nämlich 30 Minuten bei 100 Grad. Ich habe die Kichererbsen nun auf zweierlei Arten ins Glas gefüllt. Einmal mit der Flüssigkeit komplett aufgegossen und einmal relativ trocken. Ich habe ein bisschen Flüssigkeit unten gelassen, weil die Industrie das auch immer macht und ich denke, die wird schon ihren Sinn dafür haben. Am Ende der Einkochzeit möchte ich nämlich prüfen, ob wir auch in beiden Fällen, trocken einkochen und nass einkochen, die 80 Grad innerhalb des Glases auch wirklich erreicht haben. Interessant an dieser Stelle ist, die Temperatur beim Abfüllen war schon bei nur noch 35 Grad. Das Ganze wird jetzt bei mir im Dampfgarer für 30 Minuten 100 Grad eingekocht. Ihr könnt das natürlich im Einkochautomaten machen oder einfach im Wasserbad im Topf, je nachdem, welche Möglichkeiten ihr habt. Nach den 30 Minuten habe ich die Gläser rausgenommen und mal gemessen, wo die Temperatur liegt. Wir haben sowohl bei dem Glas mit der Flüssigkeit über 80 Grad, wie ihr hier seht, und bei dem Glas ohne Flüssigkeit haben wir so ziemlich dasselbe. Das ist sehr zufriedenstellend. Die Flüssigkeit aus dem Schnellkochtopf habe ich übrigens nicht weggeworfen. Die habe ich benutzt für ein kleines Experiment, was Aquafaba betrifft. Habt ihr davon schon mal gehört? Man kann nämlich Kichererbsenwasser, dadurch, dass das so viel Eiweiß enthält, tatsächlich nutzen, um eine sahneähnliche Konsistenz zu erreichen, damit man damit zum Beispiel vegane Mousse au Chocolat machen kann. Das zeige ich euch, wenn ihr wollt, in einem anderen Video. Bitte in die Kommentare. Und das sind sie dann nun. Natürlich habe ich da nicht aufgehört, denn ich habe 2 Gläser präpariert. Einmal mit Flüssigkeit und einmal ohne Flüssigkeit und habe die ans Konservierungsinstitut für eine mikrobiologische Untersuchung geschickt, um prüfen zu lassen, dass das wirklich eine Vollkonserve ist und die wirklich sicher sind. Und hier ist das Resultat. Wie ihr seht, haben wir in beiden Fällen eine Vollkonserve produziert, die dauerhaft haltbar ist. Und das ist doch wirklich schön. Damit ist der offizielle Teil dieses Videos eigentlich auch schon vorbei. Für die, die es gerne wissen möchten, gehen wir jetzt noch mal kurz über die Temperaturkurven, die uns der Datenlogger geliefert hat. Das finde ich natürlich, die ich technisch am Einkochen interessiert bin, natürlich sehr interessant. So sieht die Temperaturkurve aus. Und das gucken wir uns mal etwas genauer an. Was mich an dieser Kurve besonders interessiert ist, erreichen wir mit den Temperaturen im Schnellkochtopf das, was als Botulinum-Cook bekannt ist. Der Botulinum-Cook ist so ziemlich das einzige Mal, dass sich unsere Lebensmittelwissenschaftler aus dem Fenster gehängt haben und gesagt haben, wenn man diese Umstände erreicht, dann kann man davon ausgehen, dass die Konserve wirklich sicher ist. Der Botulinum-Cook liegt bei 121 Grad 2,5 Minuten. Nun ist das aber nicht so fix, wie sich das anhört oder so fix, wie es auch immer gesagt wird im Internet. Denn das ist eine graduelle Kurve. Das heißt, wir können mit niedrigeren Temperaturen genauso den Botulinum-Cook erreichen, nur wird dann proportional die Kochzeit länger. Da gibt es genaue Formeln, wie man sowas errechnet und die werde ich euch jetzt ersparen. Was wir einfach sagen können ist, bei 121 Grad sind es 2,5 Minuten und so sind es bei 10 Grad weniger, nämlich 111 Grad,
25 Minuten. Unsere Schnellkochtöpfe heizen unterschiedlich hoch. Manche liegen in der Höchsttemperatur bei 115 Grad, manche liegen bei 116, manche sogar 117 und manche erreichen nur 114. Mich interessieren natürlich besonders diese 111 Grad, weil da weiß ich ganz genau, es sind 25 Minuten per den wissenschaftlichen Abhandlungen. Das heißt, ich konnte dank meines Datenloggers Folgendes sehen. Die 111 Grad hat mein Topf während dieser ganzen Kochzeit tatsächlich 34 Minuten lang erreicht. In der Spitze war er über 115 Grad, knapp über 115. Danach ging er wieder runter, aber insgesamt über 34 Minuten. Und damit haben wir in jedem Falle die Umstände des Botulinum-Cooks erreicht. Ein weiterer interessanter Punkt könnte sein, wie schnell haben wir eigentlich diese vermaledeiten 80 Grad erreicht, die wir brauchen, um die Enzyme zu deaktivieren. Das hat im Schnellkochtopf sage und schreibe nur 7 Minuten gedauert. Und das ist doch auch eine gute Nachricht. Ich habe inzwischen die Kichererbsen übrigens schon im Salat gegessen und auch von der Konsistenz her sind sie auf diese Art hergestellt. Wirklich sehr schön. Man kann sie noch gut beißen. Sie sind nicht zu hart, sie sind nicht zu weich. Es ist ein wirklich gutes Resultat geworden. Wenn sich jetzt jemand immer noch Sorgen macht um Botulismus, kann man natürlich die Kichererbsen vor Verzehr nochmal ordentlich aufheizen. Muss man aber in dem Falle offenbar nicht, denn wir haben eine Vollkonserve. Eine andere Möglichkeit ist, die Gläser einfach mal für 6 Wochen stehen zu lassen, denn wenn sich bis dahin nichts gebildet hat, wissen wir, dass es relativ zuverlässig ist, dass sich dann auch nichts mehr bildet. Ich hoffe, dass ich euch damit, die ihr gerne Kichererbsen einkochen wollt, eine gute Lösung an die Hand gegeben habe, wie ihr das sicher, schnell und wie ich finde auch einfach machen könnt. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.